Tief im Böhmerwald im südlichen Sudetenland ist der Plöckensteinsee zu finden. Seit Jahrhunderten gilt dieser als ein mystisches und unergründliches Gewässer. Auf seiner Oberfläche treiben seltsame Schlinggewächse und wenn es Nacht wird, huschen grüne Lichter über die sonst so endlose Dunkelheit des Sees. Die Bewohner des Böhmerwaldes sagen, ein Wassermann, also ein den Menschen meist übel gesinnter Wassergeist, der dafür bekannt ist, nichtsahnende Kinder in die Tiefen zu locken, habe dort unten sein prunkvolles und goldschimmerndes Schloss. Nur ein einziger Mensch jedoch durfte sich rühmen, die Gemäuer dieses Palastes mit eigenen Augen gesehen zu haben. Die Geschichte sollte sich wie folgt abgespielt haben. Vor vielen, vielen Jahren, da war ein besonders warmer und heller Sommer, der aus den Kehlen der Menschen Lieder hervorlockte und deren Herzen öffnete. Da fühlte auch eben jener Wassermann in der einsamen Tiefe des Sees wider seiner Natur den Wunsch nach Fröhlichkeit, Licht und Zwiesprache mit den Menschen. Da kleidete er sich in eine tiefgrüne Kutte und saß im lieblichen Sonnenschein am Ufer, um Bekanntschaften zu schließen und sich unter das böhmische Volk zu mischen. Aber die Menschen erkannten ihn an seinen grün schimmernden Zähnen und fürchteten sich vor ihm. Von Neuofen zu Sallnau bis hin zu Hirschbergen. Wohin er auch kam, passierte dasselbe. Die Leute wichen vor ihm zurück und zollten ihm zwar Ehrerbietung und Höflichkeit, aber nicht die warme Anteilnahme, nach der er sich so sehnte. Nur ein einziger Bauer blieb ruhig und gelassen auf seinem Acker stehen und plauderte mit ihm über die Ernte und das Wetter, als wäre er einer seinesgleichen. Von da an erwartete ihn der Wassermann täglich an der gleichen Stelle, und sie redeten zutraulich miteinander und tauschten mit gedämpften Stimmen ihre Meinungen aus. Der Wassermann war froh darüber, dass er endlich einen Menschen gefunden hatte, der ihn nicht wie die Pest mied und der mit ihm umging, als seien sie schon lange alte Freunde. Er tanzte fröhlich mit seinen nassen Füßen auf der Erde herum und probierte sogar einmal ein Lied zu singen, das jedoch merkwürdig hoch aus seiner nassen Kehle drang. So neigte sich der Sommer dem Ende entgegen und die Felder waren abgeerntet, weshalb schließlich der Tag kam, an dem sich der Bauer von seinem neuen Freund höflich verabschiedete. Der Wassermann, durchaus gerührt über die Anhänglichkeit des Bauern und traurig über die bevorstehende Trennung, bot ihm an, ihm seinen sagenumwobenen Palast inmitten des Plöckensteinsees zu zeigen. Der Bauer zögerte zunächst. Sein Freund war stets gut zu ihm gewesen und auch schwor dieser, ihn lebendig wieder ans Tageslicht zu bringen. Daher stimmte er zu, wenn auch mit einem unguten Gefühl, da er sich an die unheimlichen Geschichten über Wassermänner natürlich erinnerte. So gingen sie zusammen durch den dichten Böhmerwald, bis sie zum Ufer des Sees gelangten. Der Bauer begann bereits, allein beim Gedanken, wie sie überhaupt in den Palast gelangen sollten, die Entscheidung zu bereuen. Nun gab es aber kein Zurück mehr, da er sich fürchtete, den Zorn seines Freundes zu erwecken. Der Wassermann trat auf einen unscheinbaren glatten Stein am Ufer und forderte den Bauern auf, es ihm gleich zu tun. Kaum hatten beide ihre Füße auf den Stein gesetzt, tat sich ein klaffendes schwarzes Loch auf, und es ging in rasender Fahrt in die Tiefe. Zuerst umgab die beiden nur grünlich-schwarze Nacht. Allmählich aber wurde es etwas heller um sie, bis das erst sanfte Licht schließlich in ein grün-golden glitzerndes Leuchten und Schimmern überging. Gewaltige Hallen taten sich vor ihnen auf, deren Wände vollständig mit Gold und Smaragden geschmückt waren. Gegen diesen überweltlichen Glanz konnten keine irdischen Güter standhalten. Mit freundlichen Worten wurde der Bauer durch dieses beeindruckende Reich geführt. Trotz der Freundlichkeit des Wassermanns konnte der Bauer sein ungutes Gefühl einfach nicht abschütteln, und dieses Gefühl entwickelte sich kurzerhand zu Entsetzen. Es stellte sich nämlich heraus, dass sie nicht alleine im Palast waren. Auf ihrem Wege begegneten sie immer wieder blassen und grotesk großäugigen Kindern, die Gefäße hin und her trugen, Ordnung schufen und sich auch sonst auf jede Weise nützlich machten. Sprach man sie an, so schlugen sie die Augen nieder und blieben stumm. Siedend heiß durchfuhr da den Bauern die Erkenntnis, dass es sich wohl um die Seelen ertrunkener Kinder handelte, die der Wassermann zum Spielen verlockte und dann in sein nasses Reich gezogen hatte. Der Bauer ließ es sich nicht anmerken, aber in ihm breitete sich Panik aus. Der Rundgang durch den Palast endete schließlich in einem Raum, in dem ganze Scharen von Töpfen standen. Der Bauer fragte, was dies zu bedeuten habe. Der Wassermann wollte erst nicht so recht mit der Sprache heraus, aber dann erklärte er, dass unter diesen Töpfen die Seelen der Ertrunkenen gefangen lagen, die für die Arbeit im Palast nicht mehr in Frage kamen. Den Bauern überlief ein Schauder.
Er wollte endlich wieder ans Tageslicht und diesen Ort für immer hinter sich lassen. So verlangte er höflich von seinem Freund, dass er ihn wieder ans Ufer bringe. Der Wassermann hielt seinen Schwur. Noch nie war der Bauer so froh gewesen, das Tageslicht wieder zu sehen. In den Wochen darauf plagten den Bauern Albträume und er trug schwere Gedanken mit sich herum. Er konnte die Seelen der Ertrunkenen einfach nicht vergessen, die unerlöst und in kleine Gefäße gepresst unter Wasser dahindämmerten. Eines Nachts hielt der Bauer es einfach nicht mehr aus. So nahm er all seinen Mut zusammen und machte sich auf zum Plöckensteinsee. Mit klopfendem Herzen durchschritt er den Wald, bis er den See erreichte. Auch in dieser Nacht huschten gespenstische grüne Lichter über dessen Oberfläche. Der runde Mond erhellte das Seeufer, was dem Bauern die Suche nach dem Stein, von dem aus er die Fahrt in die Tiefe angetreten hatte, erleichterte. Er stellte sich auf den Stein und erneut sank er blitzschnell hinab, bis er die glänzenden Gänge und Hallen erblickte. Er versteckte sich zunächst hinter einer der vielen Säulen, um die Lage zu erfassen. Knapp eine halbe Stunde beobachtete er das Geschehen im Palast. Es war sehr still. Der Wassermann war nirgends zu sehen. Lediglich dessen Diener liefen hin und wieder die Gänge entlang. Der Bauer atmete tief ein und begann den Saal mit den Töpfen zu suchen. Er schlich sich geschickt an den Dienern vorbei, bis er schließlich den Saal gefunden hatte. Als er diesen betrat, hörte er aus dem Gang, aus dem er gerade kam, laute Schritte. Ohne darüber nachzudenken, was als nächstes passieren würde, stieß er rasch mit Händen und Füßen die Töpfe um. Ein Heulen und Pfeifen erfüllte plötzlich den Palast. Wasser drang durch die Wände ein und der Bauer verlor die Besinnung. Die Strömung trug ihn nach oben, und als er wieder zu sich kam, lag er nass und völlig entkräftet am Ufer. Erstaunt tastete er nach seinen Armen und Beinen. Wahrhaftig, er war noch am Leben und heil an Leib und Seele. Eine große Ruhe breitete sich in ihm aus und ein Glücksgefühl, das ihn Zeit seines Lebens nie wieder verließ. Er wusste, dass die Seelen der Ertrunkenen in Sicherheit und bei ihrem Schöpfer waren, der nach den Gesetzen seiner göttlichen Barmherzigkeit mit ihnen verfahren würde.